Das bin ich. Alleine, frei. Nur ich und die Maschine. Und das bin auch ich. Mit Freunden auf Tour. Kameradschaft, Lachen, gemeinsame Erlebnisse. Jo. Was macht mehr Spaß? Heute schauen wir uns beide Seiten an. Was ist der Plan jetzt? Wir fahren jetzt mal, bleiben vielleicht irgendwo stehen auf einem Café und mal ein bisschen fahren zum Abkühlen. Jede Motorradtour beginnt mit einer Entscheidung. Links oder rechts, bleiben oder weiterfahren, allein auf der Straße oder mit Freunden an deiner Seite. Freiheit für dich allein oder das Teilen eines Augenblicks mit anderen. Auf dem Motorrad fühlst du, wie jede Wahl zählt. Jede führt dich an einen anderen Ort, in ein neues Abenteuer. Kaffee? Kann sein, dass wir jetzt nur gegen die Einbahn gefahren sind, gell? Ready? Sure. You filming your YouTube? What name for YouTube? Low Pyre. Digga! Alleine auf dem Motorrad. Du bist ganz bei dir. Du entscheidest die Route, das Tempo, die Pausen. Kein Plan, keine Regeln, nur du und der Horizont. Wenn ich an das Gefühl denke, alleine zu fahren, dann ist es wohl genau die Freiheit, von der viele sprechen, wenn sie ans Motorradfahren denken. Zeit, um über Dinge nachzudenken, die der Alltag versteckt. Du bleibst flexibel, lässt dich treiben, entdeckst spontan neue Wege, ohne dich abstimmen zu müssen. Keine Diskussionen über Gepäck, Etappen oder Tankstopps. Alles ist klar, alles ist einfach. Ich vorhin schon angeschrieben, aber das Navi hätte uns da raufgeschickt, aber das dürfen wir ja auch nicht fahren. Das Navi sagt mir ganz, ich soll umdrehen. Fahren wir mal rechts. Ah, Kilian sagt links. Kilian sagt links. Der Navi sagt links. Da fahren wir links. Wie gut durchfahren mit deinem Navi mal? Gemeinsam fahren bedeutet, den Moment zu teilen, den Regen zu spüren, die Hitze zu ertragen, den Geruch der Wälder einzuatmen. In den schwierigen Momenten ist immer jemand da. Ein Werkzeug, eine helfende Hand, ein gutes Wort. Die Gruppe bringt neue Perspektiven, schlägt Wege vor, die du nicht entdeckt hättest, stoppt an Orten, die du sonst übersehen würdest. Und selbst in den Missgeschicken steckt Humor. Ein Blick, ein Lachen, ein Insiderwitz, der nur euch gehört. Mit Freunden den Tag ausklingen lassen, das ist der Moment, der den Tag lebendig macht und die Erinnerungen prägt. An Tankstelle eingeben, ja. Wir würden da jetzt da weiterfahren, gell? Aber ich fand das geil jetzt da. Alleine fahren hat seine ruhigen Momente. Die Pausen sind still, die Abende einsam. Niemand, mit dem du das Erlebte teilen kannst. Keine Gespräche, keine Geschichten. Wenn etwas schief geht, bist du auf dich alleine gestellt. Doch genau das ist es, was dich stärker macht. Du fährst weiter, improvisierst, verlässt dich auf deine eigenen Fähigkeiten. Du stehst vor der Herausforderung und am Ende, wenn der Motor wieder läuft, die Straße wieder frei ist, weißt du, dass du es geschafft hast. Du hast dir selbst vertraut. Und dieser Moment, der fühlt sich wie ein Triumph an. Geil hier! Ja, Stefan, alles klar? In der Gruppe teilst du Entscheidungen. Die Geschwindigkeit, die Pausen, alles wird abgestimmt. Und manchmal fährt jemand anders, als du es tun würdest. Doch genau das macht es spannend. Es sind die Unterschiede, die das Erlebnis prägen. Der Moment, in dem einer plötzlich eine andere Route vorschlägt. Der Augenblick, in dem alle innehalten und sich fragen, warum der andere langsamer wird. Und wenn der Tag zu Ende geht und die Räder stillstehen,
wird das Lachen lauter, weil es all das einrahmt, was ihr gemeinsam erlebt habt. Diese Geschichten bleiben. Na gut. Alleine gibt es Momente, die nur dir gehören. Ein Sonnenaufgang, den niemand außer dir sieht. Die frische, kühle Luft in den Bergen. Die Stille, die du in dich aufnimmst und die Welt, die langsam erwacht. Es sind die Momente, in denen du einfach da bist. Ganz allein mit dir und der Straße. Und die Erinnerung daran bleibt für immer. In der Gruppe sind es die gemeinsamen Erlebnisse, die zählen. Der Moment, wenn ihr zusammen an einem Gipfel ankommt. Der Augenblick, in dem ihr euch umarmt, den Atem noch schwer von der Etappe. Es ist das Gefühl, etwas Großes gemeinsam geschafft zu haben. Ein Pass, ein Ziel, ein Tag voller Abenteuer. Und du bist nicht allein. Du teilst diesen Moment. Das war wahrscheinlich so kurz vor. Da können wir? Manchmal ist es einfacher, allein zu fahren. Keine Abstimmung, keine Pläne. Du siehst die Route vor dir, spürst den Wind und entscheidest selbst, wohin du fährst. Nur du und die Straße. Aber es gibt auch diese Tage, da fühlt es sich besser an, nicht allein zu sein. Wenn der Weg länger wird, das Ziel noch weiter entfernt, dann ist es die Gesellschaft, die den Tag leichter macht. Ob kurze Ausflüge oder lange Touren, es gibt immer einen Moment, in dem du weißt, heute ist es gut, gemeinsam unterwegs zu sein. Die Wahl liegt bei dir. Da drin oder was? Wir können da umdrehen und dann da mal reinfahren. Schauen wir, ob wir da überhaupt richtig Also, ja. Weil wenn wir da eh nicht reinfahren können, dann müssen wir uns eh was anderes suchen. Genau, dieses kleine Ding da angefahren. Ja. Ich erinnere mich an einen Morgen in den Bergen Sloweniens. Die Sonne brach gerade über die Gipfel und ich war allein unterwegs. Die Luft war noch kühl, die Straßen leer. Es fühlte sich an, als gehöre die Welt nur mir. Ein Moment, der mir bis heute geblieben ist. Und dann war da dieser Tag in den Alpen mit meinen Freunden. Wir standen an einem Pass, die Maschinen nebeneinander, die Helme auf den Spiegeln. Der Wind zog uns kalt um die Ohren, aber das Lachen war warm. Jemand holte eine Thermoskanne heraus und wir teilten den Kaffee wie eine Trophäe nach einem langen Aufstieg. Alleine unterwegs findest du deine eigenen Antworten. Die Straße, die Entscheidungen, der Moment, den nur du erlebst. In der Gruppe teilst du alles, den Wind, das Lachen, die gemeinsamen Geschichten. Es gibt Tage, da fühlt sich das eine besser an anderen Tagen das andere. Beide Wege führen zu Erlebnissen, die du nie vergessen wirst. Welchen wählst du? Allein oder mit Freunden? Erzähl es mir in den Kommentaren.